In Krautscheid wird seit 1904 Blei recycelt, also schon viele Jahrzehnte früher, als der Begriff Recycling in den 1970er Jahren Einzug in den allgemeinen Sprachgebrauch fand. Auf einem ehemaligen Grubengelände baute die damalige Akkumulatorenfabrik Aktiengesellschaft ein Recyclingwerk, das sich über die Jahrzehnte stetig weiterentwickelt hat und heute ein modernes Recyclingwerk ist. Aus der Akkumulatorenfabrik wurde später die bekannte Firma Varta, heute sind wir Clarios. Jedes Jahr werden hier bis zu 6 Millionen Autobatterien verarbeitet und das darin enthaltene Blei zurückgewonnen. Das geschieht unter höchsten Umweltstandards. 125 Beschäftigte finden hier qualifizierte, spezialisierte, sichere und auch gut bezahlte Arbeitsplätze. Sie tragen einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft bei. Der Recyclingprozess beginnt mit der Anlieferung der Altbatterien, etwa 1000 Batterien pro Stunde. Nach dem Abladen werden die Altbatterien mit einem Radlader in einen Batteriebrecher gegeben. Dort werden die Batteriegehäuse aufgebrochen und die darin enthaltene Schwefelsäure läuft aus. Die Schwefelsäure wird aufgefangen, filtriert und in Tanks zwischengelagert, bis sie später extern wiederverwertet wird. Die entsäuerten Batterien werden mit einem Radlader ins Lager gefahren. Dort erfolgt dann die Zubereitung der Einsatzmischung für den Schachtofen. Die verschiedenen Einsatzstoffe, also die Batterien, Eisen und Koks, werden mit einem Radlader mit integrierter Waage zu einer fertigen Mischung zubereitet. Alle 2 Stunden wird die Einsatzmischung in den Schachtofen gegeben. Unser Schachtofen hat eine Arbeitstemperatur von ungefähr 1100 Grad und läuft das ganze Jahr rund um die Uhr. Der Schachtofen wird mit der zubereiteten Einsatzmischung aus Batterien, Eisen und Koks befüllt. Auf der Stirnseite haben wir den Werkbleistich, der uns kontinuierlich mit Werkblei versorgt. Dieses Werkblei hat eine Temperatur von ungefähr 900 Grad und eine Reinheit von 98%. Die übrigen 2% sind Verunreinigungen, die wir nicht haben möchten. Wir produzieren an unserem Standort ungefähr 60.000 Tonnen an Werkblei pro Jahr. Auf der Ladenseite des Ofens sieht man den Schlackerabstich. Dieser Schlackerabstich ist diskontinuierlich, das bedeutet, er wird in regelmäßigen Abständen vom Mitarbeiter aufgestochen. Die flüssige Schlacke, die herauskommt, hat eine Temperatur von ungefähr 1100 Grad. Wenn der Schlackertiegel voll ist, wird er nach draußen gefahren, damit er dort abkühlen kann. Wenn der Schlackertiegel ausgekühlt ist, wird er mittels eines Staplers gekippt, so dass die Schlackertiegel rauskommen. So entstehen 2 Phasen, oder Teile genannt, aus Schlacker und Bleistein. Diese werden durch einen Bagger getrennt. Damit wir die entstehenden Abfallstoffe minimieren können, kommt die Schlacke zurück in den Schachtofen. Der Bleistein enthält Schwefel, deshalb verschicken wir den Bleistein zur weiteren externen Verwertung. Das im Ofen entstehende Abgas wird zuerst der thermischen Nachverbrennung zugeführt, danach durchläuft es bei der Staubabscheidung einen großen Filter. Die Ableitung des gereinigten Abgases wird über einen ca. 100 Meter hohen Kamin sichergestellt. Wie bei einem guten Essen, auf das Rezept kommt es an. So auch in unserer Bleiraffination, wo das am Schachtofen erstellte Werkblei eingeschmolzen wird. Das Ganze geschieht bei ungefähr 450 bis 700 Grad Celsius. Wir haben hier 7 Kessel mit je 100 Tonnen Fassungsvermögen. In jedem Kessel wird unser Blei veredelt. Zum Beispiel werden Verunreinigungen rausgeholt. Anschließend bekommen unsere Bleilegierungen ein Legierungselement, zum Beispiel Antimon, Zinn oder Calcium, je nachdem, was sich unsere Kunden wünschen. Dabei erreichen die fertigen Legierungen eine Reinheit von ungefähr 99,8%. Anschließend werden die fertigen Legierungen auf unsere Gießmaschine abgegossen. Diese Maschine hat eine Leistung von ungefähr 22 Tonnen Blei pro Stunde. Auf dem Bleibarren hat sich dabei eine Oxidschicht gebildet. Diese dünne Schicht wird nun durch einen Roboter abgehoben. Anschließend werden die Bleibarren gestempelt und mit einer Farbe markiert, um die Legierungen eindeutig zu kennzeichnen. Die einzelnen Blöcke haben ein Gewicht von ungefähr 50 Kilo. Die Blöcke werden zu Bündeln zusammengefasst und durch einen Stapler ins Fertigbleiwarenlager abgefahren.
Anschließend werden die Bleibarren auf LKWs verladen. Die LKWs beliefern unsere eigenen Clarius-Batteriewerke in ganz Europa. In unserem Recyclingprozess wird Wasser eingesetzt zu Kühlungszwecken, zur Befeuchtung von Hof- und Fahrwegen und zur Reinigung von Verkehrsflächen. Dabei gehen wir sehr sorgsam mit dem Wasser um und versuchen, den Einsatz zu minimieren. Das verwendete Wasser wird durch interne Reinigung wieder verfügbar gemacht, damit es erneut genutzt werden kann. So praktizieren wir einen nachhaltigen und ressourcenschonenden Umgang mit Wasser und schonen die Umwelt. Die Reinigung des Prozesswassers erfolgt in einer physikalisch-chemischen Abwasserbehandlungsanlage. Dort aufgereinigte Wasser wird wieder verwendet. Auch das gesamte auf dem Betriebsgelände abregnende Regenwasser wird aufbereitet und nach Möglichkeit wieder verwendet. Um mögliche Staubeinträge in unsere Nachbarschaft zu minimieren, betreiben wir eine Lkw-Reifenwaschanlage und eine eigene Straßenkehrmaschine. Im Werkssprachgebrauch auch liebevoll Kehrwin genannt. Kehrwin arbeitet im Zweischichtbetrieb und sorgt dafür, dass unser Betriebsgelände zu jedem Zeitpunkt in einem gepflegten und sauberen Zustand ist. Hochwasserschutzmaßnahmen entlang des Hanfbaches und den Gebäuden sichern unser Betriebsgelände vor Überflutung im Falle länger anhaltender Starkregenereignisse. Was passiert bei einer Störung in einem Recyclingbetrieb, der 24 Stunden, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr arbeitet? Wir sind darauf angewiesen, im Bedarfsfall sehr schnell qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort zu haben, um bei Störungen schnell Abhilfe schaffen zu können. Unsere Kollegen der mechanischen und elektrischen Instandhaltung sind über eine Rufbereitschaft rund um die Uhr erreichbar. Unser Betrieb verfügt über hohe Sicherheitsstandards. Wir sind ausgerüstet mit einer vollautomatischen Branderkennung und Sprinkleranlage. Im Falle eines externen Stromausfalls halten wir 2 autonome Notersatzstromaggregate vor, die alle umwelt- und sicherheitsrelevanten Einrichtungen betriebsbereit halten. Dies ist wichtig für den Arbeitsschutz, den Umweltschutz und den Gesundheitsschutz. Unsere Managementsysteme beschreiben alle Fragen von Umweltschutz, Arbeitssicherheit, Energie, Gewässerschutz und Qualität. Diese Managementsysteme werden jährlich durch externe Gutachter überprüft, zum Beispiel vom TÜV oder der DEKRA. Außerdem sind wir Entsorgungsfachbetrieb, ein besonders qualifizierter Betrieb, um mit gefährlichem Abfall und gebrauchten Bleibatterien umzugehen. Unser spezialisiertes Labor übernimmt Qualitäts- und Umweltanalysen und sorgt dafür, dass alle Grenzwerte sicher überwacht werden können. Wir haben sogar eine eigene Atemschutzabteilung. Diese Abteilung stellt den Kolleginnen und Kollegen im Betriebsbereich jederzeit qualifizierten Atemschutz zur Verfügung. Unser Reinigungsteam sorgt im Pausenraum und Sozialgebäude dafür, dass die Arbeitskleidung strikt von privater Kleidung getrennt wird, dass sie sicher aufbewahrt wird und dass es im Arbeitsumfeld jederzeit hygienisch sauber ist. Wir sind auch Ausbildungsbetrieb für Industriekaufleute, Mechatroniker, Mechaniker und Elektriker. Zum wiederholten Male wurden wir zuletzt mit der Auszeichnung Best Place to Learn ausgezeichnet, neudeutsch bester Ausbildungsbetrieb. Darauf sind wir stolz und haben in den letzten Jahren unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Ausbildung für unser Unternehmen gewinnen können.